Diese Geschichte beginnt mit Angst, aber endet mit der schönsten Bindung, die ihr je gesehen habt. Als die Leute zum ersten Mal sahen, wie dieser massive deutsche Dogge auf ein winziges Baby in München zurannte, hielten alle den Atem an. Aber was dann passierte, veränderte alles, was wir über diese sanften Riesen dachten. Lernt Max kennen, eine 80 Kilo schwere deutsche Dogge, und die kleine Lena, gerade mal 8 Monate alt. Ihre Geschichte handelt nicht nur davon, Vorurteile zu durchbrechen, es geht um eine Freundschaft, die beweist, dass Liebe keine Größengrenzen hat. Und falls ihr denkt, dass ihr wisst, wie das endet, vertraut mir, das tut ihr nicht. Es war ein kalter Morgen in München, als sich alles änderte. Lenas Eltern, Sabine und Markus, hatten ihr Neugeborenes gerade aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht. Früher lebten sie in Hamburg, aber Markus' Job brachte sie in die belebten Straßen Bayerns. Was sie nicht erwarteten, war die Begegnung mit dem gefährlichen Hund ihres Nachbarn. Die erste Begegnung war an einem Dienstag. Sabine trug Lena in den Armen, als sie ihn sah. Diesen massiven, muskulösen Mastiff, der sie von der anderen Seite des Hofes anstarrte. Sein Besitzer, ein älterer Mann namens Friedrich, hatte Mühe, die Leine zu halten. »Keine Sorge«, rief Friedrich, »er ist nur neugierig auf das Baby.« Aber Sabines Herz raste. Alles, was sie über Riesenhunde in Berlin gehört hatte, wo sie aufgewachsen war, kam wieder hoch. Die Nachrichten, die Warnungen, die Angst. Sie ging schnell ins Haus und hielt Lena fester. Habt ihr schon mal etwas beurteilt, bevor ihr es wirklich kanntet? Schreibt eure Gedanken in die Kommentare, denn was Sabine als nächstes herausfand, wird euch wahrscheinlich auch überraschen. Tage vergingen und jedes Mal, wenn Sabine aus ihrem Fenster schaute, war da Max, der am Zaun saß und einfach nur beobachtete. Nicht knurrend, keine Zähne zeigend, nur beobachtend mit dem, was wie Neugierde aussah. Friedrich bemerkte Sabines Sorge und sprach sie eines Nachmittags an. »Hör zu«, sagte er sanft, »ich weiß, Riesenhunde können einschüchternd wirken, aber Max hier war sein ganzes Leben lang bei Kindern. Er ist sogar ein zertifizierter Therapiehund.« Sabine war schockiert. Ein Therapiehund? Dieser massive 80-Kilo-Hund war darauf trainiert, Menschen zu helfen? Friedrich fuhr fort. Er arbeitete mit Kindern in Köln, bevor ich hierher zog. Er verlor seine vorherige Familie, als sie ins Ausland zogen. Seitdem vermisst er Kinder. Da bemerkte Sabine etwas, das sie alles in Frage stellen ließ. Durch ihr Küchenfenster konnte sie sehen, wie Max in Friedrichs Hinterhof so sanft mit dessen Henkelkindern spielte, wenn sie zu Besuch waren. Das war nicht das aggressive Monster, das sie sich vorgestellt hatte. Aber der wahre Test kam unerwartet. Lena hatte im Kinderwagen während eines Spaziergangs zu weinen begonnen und nichts, was Sabine versuchte, konnte sie beruhigen. Das Weinen wurde lauter und verzweifelter. Da hörte sie leises Winseln von hinter dem Zaun. Max war da, lief hin und her, sichtlich beunruhigt von Lenas Weinen. Ohne nachzudenken fand sich Sabine dabei wieder, näher zum Zaun zu gehen. »Was ist los, Junge?« flüsterte sie. Was dann passierte, lässt Sabine immer noch Gänsehaut bekommen. Max setzte sich hin und begann die sanftesten, zärtlichsten Geräusche zu machen, fast als würde er versuchen, Lena durch den Zaun zu trösten. Und unglaublich, Lenas Weinen begann langsamer zu werden. Also Leute, ich sehe, dass viele von euch immer noch nicht abonniert haben und ehrlich gesagt macht das Max ein bisschen traurig. Aber keine Sorge, wir warten hier, während ihr auf den Abonnieren-Button klickt. Ihr wollt doch wissen, wie es weitergeht, oder? Sabine konnte nicht glauben, was sie miterlebte. Dieser angeblich gefährliche Hund zeigte mehr Empathie als die meisten Menschen. Sie traf eine Entscheidung, die 3 Leben für immer verändern würde. Am nächsten Tag klopfte sie an Friedrichs Tür. Könnte ich Max vielleicht richtig kennenlernen? Friedrichs Gesicht strahlte auf. Er hat darauf gewartet, dass du fragst. Als Sabine sich zum ersten Mal in Friedrichs Wohnzimmer setzte, mit Lena in den Armen, näherte sich Max so langsam, so vorsichtig. Er hielt seinen Kopf gesenkt, seine Bewegungen sanft. Friedrich erklärte, er weiß, dass sie nur ein Baby ist. Er ist besonders vorsichtig. Max schnupperte die Luft um Lena, kam nie zu nah, machte nie plötzliche Bewegungen.
Dann tat er etwas, das Sabines Herz völlig zum Schmelzen brachte. Er legte sich hin und rollte sich auf die Seite, machte sich so ungefährlich wie möglich. Lena, die in ihrer Mutterarmen ruhig gewesen war, streckte plötzlich ihre winzige Hand in Richtung Max aus. Sabines erster Instinkt war zurückzuziehen, aber etwas hielt sie auf. Sie beobachtete, wie Lenas kleine Finger kaum Max' Nase berührten und der große Hund begann so sanft mit dem Schwanz zu wedeln. Von diesem Moment an wusste Sabine, dass ihre Annahmen völlig falsch gewesen waren. Aber der wahre Test kam noch und er würde allen zeigen, wie falsch sie über diese missverstandene Rasse lagen. 3 Wochen später wurde die Bindung zwischen Max und Lena auf unerwartete Weise getestet. Was als normaler Nachmittag begann, sollte der Moment werden, der veränderte, wie eine ganze Nachbarschaft deutsche Doggen für immer sah. Sabine war es mittlerweile gewohnt, Max in ihrem Hinterhof zu haben. Unter Friedrichs Aufsicht lag der sanfte Riese neben Lenas Spielmatte, bewegte sich nie zu schnell, hielt immer respektvollen Abstand. Aber an diesem Dienstagnachmittag musste Friedrich dringend weg. »Könnte Max für nur 1 Stunde bei euch bleiben?« fragte Friedrich. »Er ist seit dem Kennenlernen mit Lena so viel ruhiger und ich hasse es, ihn allein zu lassen, wenn er so glücklich ist.« Sabine stimmte zu, fühlte sich nach wochenlangem Beobachten ihrer Interaktionen sicher. Was sie nicht wusste, war, dass diese Entscheidung Lenas Leben retten würde. Lena schlief in ihrem Kinderbett im Obergeschoss, während Sabine in der Küche arbeitete. Max lag im Wohnzimmer. Sein massiver 80-Kilo-Körper nahm die Hälfte des Bodens ein, die Ohren wie immer aufmerksam. Da hörte Sabine es. Ein Geräusch, das ihr Blut gefrieren ließ. Der Rauchmelder. Sie rannte nach oben und fand Lenas Zimmer voller Rauch. Eine Heizung war defekt geworden und Flammen begannen, sich über den Teppich auszubreiten. Lena schlief noch immer, unwissend über die Gefahr um sie herum. Aber bevor Sabine das Kinderbett erreichen konnte, hörte sie donnernde Pfoten auf der Treppe. Max stürmte ins Zimmer und positionierte sich ohne zu zögern zwischen Lena und den Flammen. Sein tiefes Bellen erfüllte das Haus, nicht aggressiv, sondern dringlich, um Hilfe rufend. Sabine schnappte sich Lena und rannte zur Tür, aber der Flur war voller Rauch. Max führte sie sicher nach draußen, sein massiver Körper gegen ihre Beine gedrückt. Draußen rief Sabine den Notruf 112. Dieser Hund hat beiden das Leben gerettet, sagte der Feuerwehrhauptmann später. 6 Monate später adoptierten Sabine und Markus Max offiziell. Heute läuft Lena und Max ist ihr ständiger Begleiter. Also sagt mir, was ist stärker? Erste Eindrücke oder zweite Chancen?